Hi, ich bin Valentin und heute stelle ich dir meine 3 liebsten Objektive für die Panasonic GH5 vor und erzähle dir, warum ich mich genau dafür entschieden habe. Aber zuerst kommt das Intro. Viel Spaß! Fangen wir zuerst mit dem kleinsten Objektiv an, dem Panasonic 12 bis 35 mm f2.8 in der zweiten Version. Dabei handelt es sich um ein Micro Four Thirds Objektiv, welches nativ an der GH5 angeschlossen werden kann. Somit sind alle Funktionen vollständig nutzbar und der Autofokus ist so gut, wie es die GH5 selbst eben zulässt. In Fotos wirklich zuverlässig und schnell und in Videos, naja, sprechen wir lieber nicht darüber. Ich habe mich für das Objektiv entschieden, weil es den perfekten Zoom-Bereich für den alltäglichen Gebrauch hat und das Bild beim Zoomen dank der konstanten Blende von f2.8 nicht dunkler wird. Außerdem ist im Objektiv selbst ein Stabilisationssystem verbaut, welches in Kombination mit der GH5 zu unglaublichen Ergebnissen führt. Mal ganz abgesehen davon ist das Objektiv auch noch Spritzwasser- und Staubgeschützt und hält Temperaturen von bis zu -10 Grad Celsius aus und ist somit so ziemlich allen Umwelteinflüssen gewachsen. Während meiner Südostasienreise hatte ich dieses Objektiv die meiste Zeit auf der Kamera und das aus dem einfachen Grund, dass es funktioniert hat, ohne irgendwelche Probleme zu bereiten. Wenn du auf der Suche nach einem Objektiv zum Vloggen bist, dann ist das hier genau das Richtige für dich. Super Objektiv, kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, und bevor du dir irgendein anderes Objektiv holst, solltest du dir zuallererst dieses hier kaufen. Auch wenn das Panasonic-Objektiv wirklich gut ist, hat es, wie ich finde, kaum eigenen Charakter und wirkt sehr flach, was vermutlich daran liegt, dass es nur sehr wenig Tiefenunschärfe erzeugt. Außerdem ist die Lowlight-Performance eher mangelhaft und genau hier kommt das Sigma 18 bis 35 f1.8 ins Spiel. Ja, ich weiß, jeder YouTuber und auch deren Mütter haben dieses Objektiv, aber sind wir mal ehrlich, der Look ist einfach magisch. Ich verwende das Sigma mit dem Speed Booster XL von Metabones, welches das Objektiv an der GH5 zu einem 23 bis 45 mm f1.15 macht. Da der Speed Booster XL eigentlich für Vollformatobjektive gedacht ist, muss man mit dem Sigma auf etwa 22 bis 24 mm reinzoomen, um Vignetting im Foto- und Videomodus auf ein Minimum zu reduzieren. Ich habe das Objektiv zwischenzeitlich auch mal an einem Speedbooster von Viltrox, und zwar dem EF-M2, verwendet und konnte dabei kein Vignetting feststellen, was am größeren Kropffaktor des Viltrox Speedboosters liegt. Allerdings konnte ich mit dem Viltrox nur bei 35 mm auf unendlich fokussieren, sobald ich dann rausgezoomt habe, war dies leider nicht mehr möglich, weil sich der Fokus komplett verschoben hatte. Selbst eine Anpassung des Glaselementes innerhalb des Viltrox brachte keine Besserung. Mit dem Speed Booster XL von Metabones hatte ich nie solche Probleme. Ganz im Gegenteil, in dieser Kombination ist das Objektiv stets parfokal gewesen. Ein Objektiv ist übrigens genau dann parfokal, wenn beim Verändern der Brennweite die Fokussierung weiterhin konstant bleibt. Neben den genannten Vorteilen eignet sich das Sigma außerdem super für Makroaufnahmen, weil die minimale Fokusdistanz mit 28 cm wirklich gering ist und man damit unsere Welt mal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Mir ist immer wieder aufgefallen, wie toll es ist, manuell mit dem Sigma zu fokussieren. Zoom und Fokusring laufen beide unglaublich smooth und das manuelle Fokussieren ist im Vergleich zum Panasonic-Objektiv, welches leider nur Fly-by-Wire bietet, ein echtes Vergnügen. Das Sigma ist zwar unglaublich schwer, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann würde ich diesen Nachteil immer wieder in Kauf nehmen, denn für diesen Look lohnt es sich einfach und ja, ich bin begeistert. Mein drittes und letztes Lieblingsobjektiv ist das Tokina 11 bis 20 mm f2.8. Dabei handelt es sich um ein Ultraweitwinkelobjektiv, welches die anderen beiden Objektive in ihrem Look super ergänzt. Wenn man sich mal nicht sicher ist, worauf man sich beim Filmen oder Fotografieren konzentrieren soll, weil die ganze Umgebung einfach wunderschön ist, dann ist ein solches Objektiv ein wahrer Segen. Man bekommt einfach alles ins Bild und muss sich keine Sorgen machen, dabei auf irgendetwas zu verzichten. Auch hier wirkt die Speedbooster-Kombination wahre Wunder. Das Tokina wird zum 14 bis 25 mm f1.8 und ist damit nicht nur für Landschaftsfotografie und Architektur, sondern auch für Astrofotografie bestens geeignet. Aber Achtung! Wer kein Vignetting im Bild haben möchte, muss auch hier auf etwa 12 bis 13 mm reinzoomen, sodass es keine Probleme mehr gibt. Das Tokina ist übrigens nicht parfokal und leider ebenfalls nicht mit dem Viltrox EF-M2 kompatibel. Auch hier konnte ich leider nicht auf unendlich fokussieren. Ich bin mir an dieser Stelle übrigens nicht ganz sicher, ob ich beim Viltrox EF-M2 vielleicht ein Montagsmodell erwischt habe. Falls du die gleichen Objektive wie ich hast und das Ganze mal ausprobieren kannst, schreib's mir einfach mal in die Kommentare, ob du vielleicht das gleiche Problem hast oder nicht. Vielleicht verdient ja der Viltrox Speedbooster eine zweite Chance. Mit diesen 3 Objektiven kann ich so ziemlich jede Situation abdecken. In Vollformat-Brennweiten sprechen wir hier von etwa 16 bis 70 mm und mit der zusätzlichen Funktion der GH5 sogar bis zu 100 mm. Mehr brauche ich für meine Zwecke jedenfalls nicht.
Trotz allem bin ich hin und wieder am Recherchieren und am Suchen, wie ich mein eigenes Equipment verbessern kann. Deswegen interessiert es mich ganz besonders, was du so für Objektive verwendest. Schreib's mir einfach mal in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Die Links zu den verschiedenen Objektiven findest du wie immer in der Videobeschreibung. Wenn du etwas darüber kaufst, kostet es dich zwar keinen Cent extra, aber es unterstützt mich bei meiner Arbeit und ja, so kann ich mehr dieser Videos machen. Viel mehr gibt's nicht zu sagen. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.